Hallo ihr Lieben, diese Bratapfelpfannkuchen füllen euer Zuhause mit den warmen Winteraromen. Wenn du Bratapfel liebst, wirst du dieses Dessert lieben. Heute gibt es einen saftigen Ofenpfannkuchen mit karamellisierten Äpfeln, Zimt und Vanille verfeinert. Perfekt für gemütliche Wintertage oder sogar zu Weihnachten. Einfach, schnell und unglaublich lecker. Also lasst uns direkt loslegen. Für den Ofenpfannkuchenteig brauchst du 2 Eier, 1 Esslöffel Zucker, etwa 1 Teelöffel Vanille. Ich nehme auch gerne Kardamom. Es gibt eine richtig schöne winterliche Aroma, aber wenn du den Kardamom nicht magst, dann kannst du ihn auch weglassen. Dann brauchst du noch Mehl, geschmolzene und abgekühlte Butter, Prise Salz, Milch. Und das sind die Zutaten für den Teig. Für die karamellisierte Äpfel brauchen wir 4 große Äpfel. Ich nehme gerne die Sorte Elster, weil ich die am liebsten mag, aber du kannst jede andere Apfelsorte auch gerne nehmen. Dann, wenn du magst, eine Bio-Zitrone. Ich werde etwas Zitronenabrieb dazugeben und auch Zitronensaft. Und dann brauchen wir noch braune Zucker und auch Zimt für die leckere, winterliche, karamellisierte Äpfel. Und erst werden wir mit dem Teig anfangen, weil wir lassen den Teig dann 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. Also für den Teig ein großes Schüssel nehmen und ich gebe erst die Eier dazu, und dann auch Zucker, Vanille und Prise Salz. Und ich gebe auch gerne Kardamom dazu. Ich verwende am liebsten die Kardamomkapseln, weil ich finde, die viel mehr Aroma haben als die fertig gemahlene Kardamom. Und wie gesagt, du kannst den Kardamom dazugeben oder auch weglassen. Wir in den nordischen Ländern lieben Kardamom, also ich gebe immer gerne etwas Kardamom dazu. Und den Kardamom werde ich jetzt erst mahlen, also die Samen aus den Kapseln entfernen und dann ganz fein mahlen. Ganz wichtig, den Kardamom wirklich fein mahlen, so dass da keine großen Stücke bleiben, sonst beißt man in diesen Kardamom und es kann wirklich kräftig schmecken. Und dann den Kardamom auch in die Schüssel geben. Und wenn du dir so etwas unsicher bist, wie fein der Kardamom jetzt ist, ob du den fein genug gemahlen hast, dann kannst du den auch ruhig durch ein Sieb dazugeben. Also noch den Kardamom dazu und dann kurz mixen. Dann gebe ich den Mehl nach und nach dazu. So erst ungefähr die Hälfte und mixe kurz weiter. Diesen Teig kannst du wirklich kräftig mixen. Und an dieser Stelle, wo du die Hälfte vom Mehl dazugegeben hast, schaffst du es auch ganz schön kräftig zu mixen und dadurch wird dein Teig richtig schön geschmeidig. Jetzt, wenn ich das Mehl dazugebe, kann ich es nicht mehr mit dem Schneebesen mixen. Deswegen werde ich jetzt einen Schluck Milch dazugeben. So, erstmal nicht viel, so dass wir das schön vermischen können. So, der Teig bleibt immer noch geschmeidig, ohne Klumpen. Und dann erst gebe ich den restlichen Mehl dazu und werde das Ganze kräftig mixen, bis der Teig richtig schön geschmeidig wird. Und wenn du merkst, wie bei mir, es ist jetzt etwas trocken, also es war nicht genug Milch, dann einfach einen kleinen Schluck nochmal dazugeben und nochmal mixen. Jetzt ist der Teig so richtig schön geschmeidig, keine Klumpen. Dann kann ich auch nach und nach das restliche Milch dazugeben. Und ganz zum Schluss noch die geschmolzene Butter. So, und damit ist mein Teig schon mal fertig. Den lege ich erst hier zur Seite
Und jetzt in der Zeit, wo der Teig ruht, also der Teig braucht etwa 30 Minuten und in dieser Zeit können wir wunderbar die Äpfel vorbereiten. Also erst die Äpfel nach Wunsch, wenn du magst, schälen, entkernen und danach klein würfeln. So, dann die ganzen gewürfelten Äpfel in eine große Pfanne geben und auch Zucker und Zimt dazu. Und jetzt bei mittlerer Hitze erhitzen. Und wie gesagt, wenn du magst, kannst du noch Zitrone dazugeben. Ich werde die Zitrone erst auf der Schneidebrett rollen. So kann ich die Zitrone danach einfacher entsaften. Und bevor ich die Zitrone entsafte, gebe ich noch etwas Zitronenabrieb zum Äpfeln. Die Zitrone dabei immer wenden, so dass wir nur das Gelbe von der Schale bekommen, weil das Weiße etwas bitter sein kann. Danach die Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Dann gibst du auch den Zitronensaft in die Pfanne und kurz mixen. Wie es duftet, richtig schön zimtig und leicht nach Zitrone, so richtig weihnachtlich. Und jetzt lassen wir die Äpfel etwa 5 bis 10 Minuten karamellisieren. Dabei sollen die Äpfel richtig schön weich werden und es soll auch ganz wenig Flüssigkeit in der Pfanne bleiben. Und wenn die Äpfel so weit sind, da ist kaum Flüssigkeit in der Pfanne und die sind so richtig schön weich, karamellisiert geworden, dann vom Herd nehmen und an dieser Stelle oder auch schon früher, wenn du magst, während die Äpfel karamellisieren, den Backofen bei 225 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ich habe mir auch schon ein Auflaufform vorbereitet. Also ich benutze gerne so eine Auflaufform für den Pfannkuchen. Wenn du magst, kannst du den Pfannkuchen auch auf einem Backblech backen, dann einfach die Mengen verdoppeln. So den Auflaufform oder den Backblech dann mit Backpapier belegen. Und ich gebe jetzt ungefähr Hälfte von den Äpfeln da drauf und die restlichen Äpfel bleiben dann zum Servieren. Also dann kann man es ganz schön noch vor dem Servieren mit den Äpfeln garnieren. So, und dann den Teig nochmal kurz umrühren und in die Auflaufform gießen. So, und dann den Pfannkuchen bei 225 Grad Ober-Unterhitze 30 Minuten fertig backen lassen. Der Pfannkuchen geht leicht auf und bekommt eine herrlich goldene Farbe. Die Küche duftet unfassbar lecker, also unbedingt den Pfannkuchen nachbacken. Er ist richtig lecker und hat so schöne winterliche Aromen. Nach dem Backen mag ich den Pfannkuchen leicht abkühlen lassen und danach ist er auch schon bereit zum Servieren. Also lasst uns direkt anschneiden. Und zum Schluss natürlich mit den karamellisierten Äpfeln garnieren. Also der Pfannkuchen sieht richtig lecker und saftig aus. Ich serviere ihn tatsächlich am liebsten kalt. Also man kann ihn entweder warm oder lauwarm servieren oder auch ganz kalt servieren, also nach dem vollständigen Abkühlen im Kühlschrank in einer luftdichten Dose aufbewahren und danach kann man den am nächsten oder übernächsten Tag servieren. Die Äpfel würde ich dir aber empfehlen, leicht warm machen und dann mit den Äpfeln servieren. Hört sich richtig lecker an, oder? Dieser Pfannkuchen ist von einer
typischen finnischen Ofenpfannkuchen inspiriert geworden. Den traditionellen Rezept gibt es schon auf meinem Kanal und der hat auch viele von euch schon begeistert. Wenn du dieses Rezept noch nicht kennst, dann werde ich ihn für dich noch hier verlinken. Und diesen Pfannkuchen kannst du auch wunderbar in der Heißluftfritteuse backen. Also dazu gibt es auch ein Rezept von mir und den werde ich für dich hier verlinken. Und dieses Rezept werde ich auch entsprechend anpassen und alle Details dazu findest du in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findest du auch das Rezept und die Zutatenliste. Also, ich will unbedingt mal testen, weil es unfassbar lecker duftet. Der Pfannkuchen hat so eine puddingartige Konsistenz. Ihr Lieben, diese winterliche Variation ist jetzt definitiv meine Lieblingsvariation von diesem Pfannkuchen. Die Geschmäcker passen perfekt zusammen. Diese richtig schöne, saftige Bratapfelstücke passen perfekt zu dieser cremigen Konsistenz von dem Pfannkuchen. Also einfach ein Traum. Unbedingt mal ausprobieren und schreib mir gerne in den Kommentaren, wie es dir geschmeckt hat. Und für alle, die Äpfel genauso lieben wie ich, werde ich alle meine Lieblingsapfelrezepte noch in der Videobeschreibung verlinken. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.